Ich will die EM spielen. Ich habe noch keine verdammte EM gespielt und ich will diese EM jetzt spielen. Und dann steht man jeden Tag auf und arbeitet weiter. Alexandra Popp. Olympiasiegerin. 2 Champions-League-Titel, 6 deutsche Meisterschaften, 10 Pokalsiege. Spektakuläre Tore, Wucht und Willen. Schwere Verletzungen. Immer kommt sie zurück. Auch diesmal? Zwei, eins, los! Okay, und normal, normal, normal. Und Pause. Pause, normales Joggen, weitergehen, ganz normal. Ganz am Anfang habe ich immer gedacht, man kann im Wasser nicht schwitzen, aber das kann man definitiv. Fürs Knie habe ich immer das Gefühl, tut es mir ganz gut. Wenn ich plötzlich dann Sprünge oder sowas mache, die kann ich mir halt ohne Wasser im Moment noch gar nicht vorstellen. Im April die letzte schwere Verletzung. Knorpelabriss an der rechten Kniescheibe. Fangen. Comeback nach 9 Monaten, nach der Winterpause, so der Plan. Super, komm, normal. Und im Sommer unbedingt zur Euro. Die Turniere zuvor hat die 30-Jährige verletzt verpasst. Hopp und Kopf. Hopp, gut. Grundsätzlich wäre es nicht ich, wenn ich jetzt sagen würde mit dieser Diagnose, ja, dann war es das jetzt. Sondern grundsätzlich nehme ich diesen Kampf erstmal an. Wenn ich ihn am Ende verliere, dann ist das so, dann könnte ich es nicht mehr ändern, aber ich hätte es wenigstens versucht. ...111 Länderspiele, 53 Tore. Herz und Rückhalt des deutschen Mittelfelds. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist ihre Kapitänin unverzichtbar. Mir war klar, nachdem ich dann gehört habe von Poppy, dass die Verletzung doch auch relativ schwerwiegend ist, dass das ein langer Prozess wird und dass man auch nicht weiß, ob und wie Poppy es dann zurückschafft. Und von daher, klar, macht man sich dann natürlich irgendwie auch Sorgen, weil sie ist einfach auch für uns eine sehr, sehr wichtige Spielerin. Ich sage ja immer, Poppy stirbt ja für jemanden auf dem Platz. Ne? Das ist ja, Poppy gibt einfach immer alles, geht immer vorne weg. Sie ist eben Typ und ich bin der festen Überzeugung, dass du Turniere nur mit Typen gewinnen kannst. Voss-Tecklenburg, 2008 Trainerin beim FCR Duisburg. Erste Bundesliga-Station der gelernten Stürmerin. Als sie kam, war sie nicht so fit. Ich weiß nicht, ob sie das erzählt hat. Sie hat ein bisschen abnehmen müssen. Irgendwann kam Martina auf mich zu und sagt, oh Poppy, du hast aber einen Bauch. Und dann habe ich gedacht, ja. Also zwischen Schule und Training bin ich halt nicht mehr nach Hause gefahren, weil es dann immer sehr knapp war. Und dann bin ich halt manchmal bei McDonald's gewesen. Oder ich hatte halt auch meinen dicken, fetten Kakaodrink oder Eisteedrink mit in der Schule. Und da musste ich dann schon auch ein bisschen abspecken, muss man sagen. 6 Kilo nimmt sie ab. Setzt sich durch beim damaligen Spitzenklub, aber nicht im Sturm. Diese Mittelstürmerposition, die war besetzt mit einer Inka Grings. Und da kam halt Poppy noch nicht vorbei. Ich wollte sie aber trotzdem in dieser Mannschaft haben, weil sie einfach so gut war. Und dann haben wir sie ein wenig umfunktioniert. Und sie ist dann linke Außenverteidigerin gewesen und hat das damals in der Zeit wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und hat auch dann mitgeholfen, dass wir den entsprechenden Erfolg, UEFA Cup und auch DFB-Pokal, dass wir diese Siege dann auch erreichen. Bei der U20-WM 2010 wird Alex Popp als beste Torschützin und beste Spielerin ausgezeichnet. 10 Tore in 6 Spielen. Die Stürmerin ein Megatalent, Hoffnungsträgerin für den deutschen Fußball. Poppy, Popstar, Torengel. Alexandra Popp, der absolute Shootingstar der U20-WM. Popp, Marojan, Schuld und Co. gewinnen den Titel für Deutschland.
Auch Bundestrainerin Silvia Neid hat Alex Popp im Blick und beruft sie in den Kader für die Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland. Eine nie erlebte Euphorie. Eine große Chance für den Frauenfußball. Große Erwartungen. Eigentlich waren wir ja vorher schon Weltmeister, bevor die WM überhaupt angefangen hatte. Also uns als Mannschaft war das klar, dass es jetzt kein Selbstläufer wird. Weltfußballerin Birgit Prinz, als deren Nachfolgerin Alex Popp damals gilt, gelähmt vom öffentlichen Druck. Das Team überfordert. Aus bereits im Viertelfinale gegen Japan. Dieser riesengroße Medientrubel, es ging nur noch um uns. Das waren so Situationen, die wir, glaube ich, alle unglaublich unterschätzt hatten. Neue Öffentlichkeit. Das Foto mit dem damaligen Freund, von Bild bis Bunte, überall gedruckt. Erstmal bin ich recht offen damit umgegangen, aber irgendwie je mehr und je länger das ging und je mehr man auch gelesen oder gesehen hat, desto mehr hatte ich immer das Gefühl, es ist vielleicht doch auch nicht das Richtige für die Zukunft oder zumindest die Gegenwart, was jetzt auch angeht, habe ich schon meine Lehren oder meine Erfahrungen daraus gezogen und von daher hat mein Privatleben mittlerweile nichts mehr in der Öffentlichkeit zu tun. Wolfsburg, Oktober, Einstieg ins Lauftraining. 5 Monate nach der Knieoperation. Ein langer, harter Weg zum Comeback, das Anfang Februar folgen soll. Man kann sich das vorstellen, so es fehlt erstmal die Schmiere sozusagen im Knie, dieses Öl, um das Gelenk wieder richtig ins Laufen zu bringen. Und das merke ich halt manchmal noch. Und da hat man dann immer direkt so ein bisschen Kopfkino von wegen, okay, ist das jetzt normal oder ist es jetzt schlecht gewesen? Aber dann kommt eigentlich immer relativ schnell dann das Feedback von den Physios, dass das erstmal noch normal ist. Die Rückschläge kommen später. 2012 der Wechsel nach Wolfsburg. Sie sucht dabei nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch einen Ausbildungsplatz. Mir war es wichtig, weil mir schon von vornherein eigentlich bewusst war, dass ich entweder erstmal nicht davon leben kann oder es einfach schnell vorbei sein kann, was auch Verletzungen angeht. Um Ausbildungsplätze kümmert sich Trainer Ralf Kellermann. Die ersten Gespräche liefen in etwa so ab, ja, mit Ausbildung müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe schon Ausbildungsplätze geblockt in der Geschäftsstelle beim VfL Wolfsburg. Und dann habe ich ihn angeguckt und dachte so, mich brauchst du nicht ins Büro setzen. Und dann guckt er mich an, sagt er, wie jetzt? Und dann sage ich, ja, ich möchte nicht ins Büro. Ja, was willst du denn machen? Ja, ich möchte Zootierpflegerin werden. Was? Das war natürlich eine Herausforderung für uns. Und dann guckt man Wolfsburg und einen Zoo, den gibt es jetzt hier nicht wirklich. Und dann, wenn man weiß, was eine Ausbildung zur Tierpflegerin dann auch alles bedeutet, das ist ja körperlich harte Arbeit. Und das neben dem Profifußball, ob das zu kombinieren ist, da hatte ich schon meine Bedenken. 3,5 Jahre Ausbildung im Tierpark Essehof, 20 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Wenn wir vom VfL mal frei hatten, dann war ich den ganzen Tag im Tierpark und habe gearbeitet. Also ich hatte nie einen freien Tag in dem Fall. Das ist halt schon echt krass gewesen. Aber ich will es nicht missen. Es hat mich weitergebracht. Auch persönlich weitergebracht, einfach mal auch was anderes zu sehen als nur den Fußballplatz. 12 Tore in ihrer ersten Saison hier. Der VfL mit Popp, den Spitzenfußballerinnen Kessler, Pohlers und Müller auf dem Weg zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Am letzten Spieltag passiert es. Mir war schon in dem Moment bewusst, dass es irgendwie was Schlimmeres sein müsste.
Ich hatte auch, glaube ich, in meinem Leben noch nie solche Schmerzen wie in dem Moment. Ein Außenbandriss und eine Kapselverletzung überschatten den ersten großen Titel mit dem VfL. 2 Monate vor der Euro und 11 Tage vor dem Champions-League-Finale in London. Es war ja tatsächlich so, dass ich noch nicht mal das Abschlusstraining mitgemacht habe, um wirklich jede kleinste Sekunde, jeden Moment irgendwie auszunutzen, dass sich da irgendwas bildet und heilt, um dann im Finale auch spielen zu können. Man muss aber auch offen gestehen, dass wir schon ein bisschen nachgeholfen haben. Also ich hätte ohne eine Spritze definitiv nicht laufen können. Gegner im Finale Olympique Lyon, der große Favorit. Alex Popp spielt als linke Außenverteidigerin, weil andere verletzt ausfallen. Ein enges Spiel. So Martina Müller with the chance. 17 minutes to go to put Wolfsburg ahead. Wonderful penalty from Martina Müller. And it is the underdogs Wolfsburg who lead in the Champions League final. Sieg in der Champions League. Aus für die Euro. Die Kapselverletzung zu schwer. War vielleicht dann auch doof, dass man vielleicht das Champions League-Finale gespielt hat, aber am Ende direkt im ersten Jahr ein Triple zu holen mit dem neuen Verein, kann mir auch kein Mensch mehr nehmen. Und so wie ich es gemacht habe, würde ich es auch heute noch machen. Ohne Alex Popp, die davon träumt, diesen Pokal später mal in den Händen zu halten. Ein Jahr später, Champions League-Finale gegen Tyresö aus Schweden mit Superstar Marta. 0:2 zur Pause. Wolfsburg kommt zurück, auch dank eines Popp-Treffers. (4:2) am Ende. Die erste erfolgreiche Titelverteidigung in der Frauen-Champions League. Das Team, dieser Geist, der da in uns gesteckt hat, der hat einfach zu 150% gepasst. Und da war es egal, wer kam. Und wir haben versucht, die mit allen möglichen Dingen fast wegzufegen. Und wir haben es fast immer geschafft. Entscheidung um die Meisterschaft 2014. Letzter Spieltag gegen Frankfurt. In der 82. Minute der Ausgleich der Gäste. Wolfsburg braucht einen Sieg für den Titel. Ich habe ein Bild vor Augen bei diesem 1:1 und das ist, wie Sigi Dietrich vom FFC Frankfurt sich die Hände gerieben hat, dass es deren Titel ist. Und dieser Moment, der hat mich so abgenervt, als ich das gesehen habe. Steffi Bunte steht bereit. Und da ist das Tor, das sieht doch gar nicht! Die erneute Führung für Wolfsburg in der 89. Minute. Alexandra Popp macht ihn rein. Das ist für mich eigentlich in meiner Karriere das beste und mitwichtigste Tor, was ich je eigentlich gemacht habe. Ja, das war einmalig. Wenn ich drüber spreche, kriege ich Gänsehaut übrigens. Das reicht für Wolfsburg. Eine ganze Saison lang nie auf dem ersten Tabellenplatz. Aber nach dem letzten Spieltag. Was passiert denn später noch? Heute wird eskaliert. Ernsthaft. Also, ich glaube, wer die letzten Spiele so gewinnt und dann auch noch Titel holt, ich glaube, der kann beim Feiern nur eskalieren. Zurück am Ball. Im November. Alex Popp liegt im Plan. Noch.
Der große Rückschlag 3 Wochen später. Bei einem Medizincheck in Berlin. Ich konnte es erst gar nicht glauben, weil ich bin eigentlich dahin gefahren und dachte, ja, du machst jetzt diesen Test und dann ist alles schön und fein. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen in dem Moment, weil ich dann halt einfach den Krafttest am Isokineten nicht geschafft habe, sogar sehr deutlich nicht geschafft habe. Zu wenig Kraft in Teilen des Oberschenkels. Nicht spielfähig. So die Diagnose. Ich bin zurück nach Wolfsburg gefahren und habe, glaube ich, von diesen, 2 Stunden, die ich gefahren bin, gefühlt 1 Stunde geheult. Aber auch da war es wieder meine Familie und meine Freunde, die mir den Rücken gestärkt haben und mir auch wieder aufgezeigt haben, Poppy, du hast nächstes Jahr eine EM und du willst die spielen. Sie fährt in die Heimat am Rande des Ruhrgebiets, besorgt sich die Schlüssel für den Platz in Silschede, um über Weihnachten an der Kraft zu arbeiten. Hier haben Alex und Bruder Dennis früher gespielt. Auf Asche. Sie mit und gegen Jungs. Erstmal wurde ich anfangs belächelt. Haha, guck mal, die haben Mädchen in der Mannschaft. Dann haben wir auf dem Platz gestanden, Fußball gespielt und habe so gefühlt auf dem Bierdeckel dann schwindelig gespielt. Und dann haben sie halt die Sense rausgeholt. Und wenn sie das nicht sofort schon gemacht haben, dann kamen sogar manchmal auch Sprüche von den Eltern, so von wegen Hause jetzt doch endlich mal um oder sowas. Also Dinge, die schon echt hart sind. Aber ja, genau die Sachen Themen sind, mit denen zum Teil viele Mädchen einfach auch immer noch zu kämpfen haben. Als einzige Fußballerin besucht Alex Popp die DFB-Eliteschule des Fußballs Berger Feld in Gelsenkirchen. Ihre Familie erlebt damals eine schwierige Zeit. Die Metzgerei der Eltern geht pleite. Sie müssen Privatinsolvenz anmelden. Die Tochter gibt das Geld vom DFB für Nachwuchslehrgänge zu Hause ab. Auch Erspartes von meiner Konfirmation noch, was aber wir dann alles mehr oder weniger dann unseren Eltern dann übertragen haben, um da trotzdem noch vernünftig leben zu können. Für mich stand eigentlich immer fest, ich möchte irgendwann mein eigenes Haus haben, meine Familie, Kinder, Hund und so weiter und so fort. Und da war mir schon relativ frühzeitig klar, dass ich da sparen muss. Und dann ist es natürlich schon schwer, dann das Ganze irgendwie abzugeben. Aber man weiß am Ende, wofür man es ja gemacht hat. Ich glaube, fast in der Zeit bin ich schon frühzeitig erwachsen geworden, sage ich jetzt einfach mal. Also einfach auch gelernt habe, mit Geld umzugehen. Ich glaube, für mich als Persönlichkeit hat es mich unheimlich geprägt. Da zeigt sich dann, wie stark ist eine Familie. Und kann eine Familie in dem Moment zusammenhalten oder bricht sie vielleicht auseinander? Die Familie hat zusammengehalten und damit gewinnst du. Und von daher glaube ich, kann Poppy heute auch Dinge echt wertschätzen, echt einordnen. Für sie ist nichts selbstverständlich, sondern ich muss mir die Sachen erarbeiten, wenn ich mir in den Bereichen was leisten will, und das tut sie. Noch ein halbes Jahr bis zur Euro. Arbeiten fürs Comeback. Stunden, tagelang alleine in der Heimat. Sie kommt eben über den Kampf. Keine Schönwetter-Fußballerin. Eine, die mit Wucht die Bälle reinschädelt. Alex Popp Linksfuß kann es auch filigran. Aber Fußball ist bei ihr auch Arbeit und Schmerz. Olympische Spiele 2016 in Brasilien. Im berühmten Maracanã, ihr größter Erfolg mit der Nationalelf. Gold für Deutschland.
Das sind schon Momente gewesen, wo man dachte so, wow. Also ich habe die Goldmedaille in meiner Vitrine stehen. Also es ist schon wirklich was ganz Besonderes. Termin an einer Schule in Hessen. Vorbild sein, Haltung zeigen, das ist ihr wichtig. Alex Popp wird hier Patin eines Antirassismus-Projekts. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, finde ich, ist ein großer Titel, der meines Erachtens sogar auch Riesenmut beweist. Denn ihr stellt euch gegen einen Teil der Gesellschaft, die durch ihren Hass immer wieder versuchen, die Menschen und die Gesellschaft zu spalten. Der Blickwinkel vieler muss verändert werden. Wir sollen alle miteinander gleich umgehen und nur so können wir auch ein Stück weit die Welt ein wenig verbessern. Und ich freue mich auf eine Zusammenarbeit. Vielen Dank, Alexandra Popp. Sie gehört zu den bekanntesten Fußballerinnen in Deutschland, setzt sich ein für andere Spielerinnen und den Frauenfußball allgemein. Immer wieder übt Alex Popp auch Kritik am DFB und an anderen Fußballfunktionären. Ja, könnt ihr mitnehmen. Ein großes Thema ist natürlich, ich glaube, die Frauen auf einfach mal richtig zu akzeptieren. Also man hat manchmal immer noch das Gefühl, dass wir so das 5. Rad am Wagen sind. Ich glaube, anfangen müssen wir erstmal bei den Rahmenbedingungen, dass das professionalisiert wird, dass man gute Plätze hat, dass alle auch Plätze haben mit Flutlicht, mit Rasenheizung, medizinische Abteilungen, dass man da wirklich vernünftig aufgestellt ist. Das sind ja immer noch Umstände und Unterschiede innerhalb der ersten Frauenbundesliga, die mag man sich halt gar nicht vorstellen. Beim VfL sind die Bedingungen gut. Alex Popp und ihre Mitspielerinnen Profis. Das nächste Champions-League-Spiel findet in der großen Arena statt. Dennoch würde sie mehr Unterstützung von der Männersparte freuen. Wenn man in die anderen Länder natürlich schaut, was da alles passiert, jetzt wieder Barcelona, Real Madrid im Camp Nou ist komplett ausverkauft. Würde ich mir einfach mal wünschen, dass man vielleicht mal drüben nachfragt und fragt, was sie eigentlich machen, um genau sowas herzustellen. Jede einzelne Spielerin, die hier auf dem Platz steht, hat es verdient, vor vielen, vielen Leuten zu spielen. Jeder hält seine Knochen für den Verein dorthin, Titel zu sammeln. Klar, Träume haben wir, träumen können wir. Wir haben noch 2 Finale. Ups, Entschuldigung. 7 Pokalsiege in Serie. Dazu 6 Meistertitel hat Alex Popp mit dem VfL gefeiert. Tiefschläge, auch die Euro 2017 verletzt verpasst. Und dann Kiew, Champions League Finale 2018. Da können wir nicht drüber sprechen. Gegner mal wieder Olympique Lyon. Verlängerung. 1:0 gegen den französischen Serienmeister durch Pernille Harder. Dann das. Also am liebsten hätte ich mich erstmal vergraben. Ich habe echt gedacht, so, was hast du denn da gemacht? Warum überhaupt an der Mittellinie? Also war eigentlich ja völlig idiotisch. Es war eine Spielerin, die die ganze Zeit mit uns Harakiri gespielt hat. Und das war, bei mir waren dann kurz so die Lichter aus und war halt blöd, dass ich vorher schon gelb hatte. Und ja. Anschließend dreht Lyon das Spiel. In Unterzahl verliert der VfL 1:4. Da hatte ich ganz, ganz dolle Schuldgefühle. Aber am Ende sind es auch irgendwie Erfahrungen, die man sammelt. Und so eine gelb-rote Karte, glaube ich, wird mir nie wieder passieren. Seit einigen Jahren spielt Alex Popp meist im defensiven Mittelfeld. Sie leistet auch unglamouröse Abwehrarbeit im eigenen Strafraum. Ist vorn, wenn sie gebraucht wird. Führt das Team, steht aber seltener im Rampenlicht.
Ich bin auch fest davon überzeugt, dass eigentlich meine Position vorne im Sturm ist. Dass mir sozusagen die Möglichkeit genommen wurde, auf der Position, also auf der Stürmerposition, wirklich, ich sage jetzt mal überspitzt, zu brillieren. Ich habe damit angefangen, sie auch mal ein bisschen tiefer einzusetzen, bedingt auch durch Engpässe auf diesen Positionen und ein Überangebot auch von Topspielerinnen im Offensivbereich, wenn ich an Eva Pajor, Pernille Harder denke seinerzeit. Und dann hat sich das so ergeben. Wichtig ist, dass sie, wenn sie fit ist, linke Außenverteidiger spielen kann, auf der 6 spielen kann, auf der 10 ganz vorne drin. Und das ist ein Geschenk, dass sie so flexibel einsetzbar ist. Ja, es hat so Fluch und Segen zugleich, sage ich immer. Wenn ich dann auf anderen Positionen für die Mannschaft genauso wertvoll sein kann oder vielleicht sogar auf einer gewissen Art wertvoller, dann bin ich dafür gerne bereit und für den Erfolg und für das Team auch gerne bereit, meine eigentliche Lieblingsposition abzugeben, um dann woanders zu spielen. Anfang des Jahres, Berlin. Hier muss Alex Popp den Krafttest wiederholen, den sie im Dezember nicht bestanden hatte. Das ist jetzt so ein Alles-oder-nichts-Test sozusagen, um dann wirklich das Comeback zu starten. Trainieren durfte ich ja schon, aber es geht halt jetzt wirklich um die Spielfähigkeit und von daher hoffe ich, dass ich es diesmal schaffe. Beim isokinetischen Test geht es um die Kraft der Streck- und Beugemuskulatur. Das rechte Bein, das mit dem operierten Knie, muss aufholen. Das letzte Mal war das Defizit relativ groß, lag bei gut 40%. Und wir wollen heute sehen, dass wir unter mindestens 20% kommen. Würde ich mal so sehen, wenn ich sie angucke, so gut wie sie trainiert hat, dass wir das auch schaffen werden. Toll, toll, toll. Achtung. Und los geht's. Komm und zieh runter. Und strecken. Komm. Jawohl. Und zieh runter. Und nochmal. Komm und strecken und zieh runter. Und nochmal. Strecken und zieh runter. 156. 120, auf alle Fälle besser als das letzte Mal. Die Frage ist, ob es reicht. Achtung und los geht's, komm. Die Berufsgenossenschaft schreibt den Test vor. Zieh durch, komm, weiter, komm, weiter. Und Pause. Ja. Nimm. Über die Freigabe entscheidet der Orthopäde Dr. Oliver Mildner. Alex, grüß dich. Na? Wie war es unten im Training und im Testen? Ich glaube, besser als letztes Mal. 21% Verbesserung. Das heißt, wir haben nur noch ein Defizit von um die 20%. Das heißt, du darfst wieder was tun auf dem Platz, ohne Einschränkung. Gott sei Dank, ey. Top, freut mich. Gut gearbeitet. Ich freue mich auch. Gut gearbeitet. Der lange Kampf zurück hat noch kein Happy End. Mitte Februar, Alex Popp erneut im Einzeltraining. Nach einem Testspieleinsatz im Januar schwillt das Knie an. Ein MRT zeigt ein Knorpelfragment, das bei einer Operation entfernt wird. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei und hast so viel gekämpft, so hart gearbeitet und am Ende umsonst. Aber Gott sei Dank, muss man fast sagen, hat der Doc dann gesagt im zweiten Satz, ja, aber wir brauchen das Stück eigentlich nur rausholen und wäre dann eine Ausfallzeit von 4 bis 6 Wochen. Und die paar Wochen kriege ich jetzt auch noch hin und von daher bin ich sehr optimistisch. Der VfL steht vor entscheidenden Spielen in allen Wettbewerben. Und Anfang Juli beginnt das Turnier in England. Ihre letzte Chance auf eine Euro-Teilnahme. Ich will die EM spielen und ich habe wirklich noch genug Zeit. Wenn ich jetzt natürlich auch gesund bleibe, dann bin ich guter Dinge, dass Martina mich dann auch mitnehmen wird. Weil sie immer wieder aufgestanden ist, immer wieder es geschafft hat, aus Krisen wieder ein bisschen stärker hervorzukommen. Gönne ich ihr jetzt von ganzem Herzen, dass sie wirklich es schafft, zurückzukommen und dass sie es schafft, diese Europameisterschaft dann eben auch mit bestreiten zu dürfen. Da drücke ich ihr ganz fest die Daumen. Alex Popp, weitermachen, wie immer alles geben, für den großen Traum.